Die Katastrophe traf das Himalaya-Land Nepal völlig unvorbereitet. Am 25. April 2015 bebte die Erde. Viele Menschen starben, Gebäude stürzten ein und wertvolles Kulturerbe wurde dem Boden gleichgemacht. Inzwischen hat sich Nepal von dem Schock erholt und der Wiederaufbau hat, wenn auch mit einigen Verzögerungen und Schwierigkeiten, begonnen. Und auch um das Kulturerbe kümmert man sich jetzt, unterstützt von der Universität Heidelberg. Für die Dokumentation der bedrohten historischen Monumente Nepals gewährt die britische Arcadia Stiftung eine Förderung von 775.000 Euro. Der Durbar Square in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, ist von etwa 50 historischen Tempeln, Palästen, Pagoden, Höfen und Straßen aus dem 12. bis 18. Jahrhundert umgeben und repräsentiert die prachtvolle Architektur des königlichen Nepal und das kulturelle Leben des heutigen Kathmandu. Als Durbar Square oder Königsplatz wird in nepalesischen Städten der Platz vor dem ehemaligen Königspalast bezeichnet. Vieles wurde unwiderruflich zerstört. Diese Aufnahmen entstanden aber vor dem Erdbeben. Auch hier in der ehemaligen Königsstadt Patan mit dem berühmten Goldenen Palast hat das Erdbeben seine Spuren hinterlassen, wie auf diesem Foto zu sehen ist. Professorin Christiane Brosius leitet am Heidelberger Zentrum für transkulturelle Studien der Ruperto Carola in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ein zweijähriges Pilotprojekt. Das zum Ziel hat, das sogenannte bedrohte Kulturerbe im Kathmandu-Tal in Nepal zu dokumentieren. Das Ganze wird dann auf einer digitalen Datenbank öffentlich zugänglich gemacht und zum ersten Mal in dem Umfang mit einer Systematik, die bisher noch nicht zu finden ist, was dieses Thema betrifft, einem internationalen und vor allem auch einem nepalischen Publikum zugänglich gemacht. Sinn dieser Dokumentation ist es auch, die Vielfalt und die Einzigartigkeit des Kulturerbes im Kathmandu-Tal für eine breite Öffentlichkeit aufzubereiten. Zum einen auf internationaler Ebene, zum anderen ganz stark in unserem Interesse liegen die Nepalesen. Die Erkenntnis, die wir hatten nach dem Erdbeben 2015, war, dass es überhaupt kein so komplexes Wissen von dem Kulturerbe, also kein Inventar dessen gibt. Und deshalb war das Ziel, um auch den Wiederaufbau systematischer gestalten zu können, jetzt zusammen mit Architekten, mit Denkmalpflegern, mit Historikern und Ethnologen die Daten von 400 Monumenten zu erfassen, systematisch und die auf eine Datenbank zu übertragen. Dabei geht es insbesondere darum, die durch Erdbeben und urbanen Wandel gefährdeten Bauten zu erfassen und Empfehlungen für den Erhalt oder den Wiederaufbau auszusprechen. Das Projektteam, an dem auch Wissenschaftler aus Nepal beteiligt sind, trifft sich regelmäßig in Heidelberg, um die Datenbank und ihre Inhalte zu erarbeiten. Dr. Ashish Kamashanya arbeitet als Systemadministrator und ist von der großen Bedeutung des Projektes für Nepal überzeugt. Dieser offene Zugang zu den Daten ist nicht nur für die Wissenschaft und die Forscher da. Jedermann sollte diese Daten nutzen können, auch um neue Anwendungen für eigene Zwecke zu kreieren. Es ist auch möglich, dass diese Daten für neue Applikationen verwendet werden, die den Tourismus in Nepal fördern. Um dieses Problem zu lösen, sammeln Ina Buchholz und das Team Fotos und Informationen aller Art, die in die Datenbank eingespeist werden sollen. Dabei geht es nicht nur um die Bauten im Kathmandu-Tal, die von hohem touristischen Wert sind, sondern insbesondere auch um kulturelle Schätze, die vor allem für die Nepalesen eine große Bedeutung haben, wie die sogenannten Arcade Guesthouses. Es gibt eine unglaublich einzigartige Öffentlichkeit auch, die sich genau an diesen Orten, das sind die mit Arkaden versehenen Raststätten, auch manifestiert und sind ganz zentral für das soziale, religiöse, kulturelle Leben dieser einzigartigen Städte. Auch hat man in Nepal starke Partner gefunden, etwa die Sara Foundation, nepalesische Regierungsstellen oder die UNESCO Nepal. Vor Ort in Nepal, und das ist wirklich eine Herausforderung, sind wir zusammen mit Architekten, die die Gebäude aufmessen, vermessen, fotografisch und zwar systematisch dokumentieren. Wir haben die Historiker, die die Inschriften studieren. Und dafür ist es ganz zentral, dass wir auch alte Fotografien, Karten und die Inventarien der Kollegen, die wir haben und die schon seit Jahrzehnten
dokumentieren, was in der Stadt Patan passiert, zusammenfügen. Denn man will auch den kommenden Generationen noch die Werte und Traditionen der nepalesischen Kultur erhalten.